Hallo, herzlich willkommen bei Tabula. Mein Name ist Jaro und ich zeige Ihnen in den nächsten 15 Minuten Schritt für Schritt, wie Tabula funktioniert. Ihr Steuerberater hat Sie zur Zusammenarbeit auf Tabula eingeladen, damit Sie weniger Zeit mit administrativen Aufgaben verbringen müssen und mehr Zeit für die Dinge haben, die Ihr Unternehmen voranbringen. Tabula hilft Ihnen nämlich bei 3 wichtigen Aufgaben. Erstens, Sie können Ihrem Steuerberater Ihre Belege super leicht bereitstellen, denn Tabula zieht sich Ihre Belege dort, wo sie sind. Aus Ihren Mails, aus Portalen wie Amazon oder einfach unterwegs per WhatsApp-Foto. Und wenn mal ein Beleg fehlt, erinnert Sie die KI automatisch daran. Zweitens, Sie sehen automatisch, welche Lieferanten Sie noch zu welcher Frist bezahlen müssen, um Mahnungen zu vermeiden und Ihren Cashflow zu optimieren. Überweisungen können Sie auch direkt in Tabula erledigen. Und drittens, Tabula stellt sicher, dass Sie keine Vorsteuer verschenken, weil jede einzelne Rechnung auf formale Fehler geprüft wird. Also, machen Sie sich gemütlich, holen Sie sich vielleicht noch einen Kaffee und dann machen wir gemeinsam die ersten Schritte in Tabula, um Ihnen den Alltag vielleicht ein bisschen einfacher zu machen. Meine Empfehlung? Direkt mitmachen und bei Bedarf pausieren, damit Sie die Schritte parallel zu mir durchlaufen können. Auf tabula.de kommen wir jederzeit oben rechts über Einloggen in die App. Ihr Steuerberater hat hier Ihre E-Mail-Adresse für Sie hinterlegt, mit der Sie sich einloggen können. Das ist die E-Mail-Adresse, an die Sie die Einladungsmail erhalten haben. Geben Sie Ihre E-Mail-Adresse hier ein und klicken Sie auf Code senden. Falls Sie als E-Mail-Anbieter Microsoft Outlook oder Google nutzen, können Sie sich auch über eine der beiden Methoden sicher anmelden. Beim Login per E-Mail wird Ihnen ein Code per E-Mail zugesendet. Den geben Sie einfach hier ein. Wenn Sie ihn nicht finden, schauen Sie auch im Spam-Ordner nach. Und schon sind Sie eingeloggt. Und dann sehen Sie auf der ersten Seite eine Übersicht Ihrer Unternehmen. Diese hat Ihr Steuerberater bereits für Sie in Tabula angelegt. Und über den Knopf Öffnen können Sie dann das entsprechende Unternehmen auswählen. Mit Tabula können Sie unkompliziert Ihre Rechnungen überweisen, sowie ohne manuellen Aufwand sehen, welche Belege Ihnen noch für Ihre Buchhaltung fehlen. Um das zu ermöglichen, verbinden wir im ersten Schritt Ihr Unternehmensbankkonto mit Tabula. Das müssen wir nur einmalig zu Beginn aufsetzen. Erst nach ca. 6 Monaten werden Sie daran erinnert, diese Verbindung erneut aufzufrischen. Bis dahin werden automatisch und mehrmals am Tag all Ihre Banktransaktionen aus Ihrem Unternehmensbankkonto nach Tabula synchronisiert. Dafür gehen wir jetzt einfach in den Einstellungen, unten links, auf Bank und Bank verbinden. Ihre Bank können Sie dann mit Ihrer BIC-Nummer oder mit dem Namen suchen und können dann hier Ihre Daten eingeben. Als individuelle Bezeichnung der Verbindung geben Sie idealerweise Ihren eigenen Namen an, da Sie diejenige Person sind, die diese Bankverbindung aufsetzt. Die automatische Übertragung ist standardmäßig schon richtig ausgewählt, da müssen Sie nichts ändern. Und das Startdatum des Imports bestimmen Sie am besten zusammen mit Ihrem Steuerberater. Grundsätzlich gilt aber die Regel, dass das Startdatum der erste des Monats ist, für den Sie Ihrem Steuerberater noch Belege bereitstellen müssen. Wenn also noch der Monat Februar für die Buchhaltung aussteht und Sie Ihrem Steuerberater die Belege aus dem Monat Februar noch zur Verfügung stellen müssen, dann wählen Sie korrespondierend dazu den 1. Februar als Startdatum. Noch ein Tipp: Bevor Sie ein Startdatum wählen, welches mehr als 3 Monate zurückliegt, sprechen Sie sich nochmal mit Ihrem Steuerberater ab, damit es am Ende nicht zu zusätzlichem Aufwand für Sie oder Ihren Steuerberater kommt. Dann können wir bestätigen. Jetzt wird eine sichere Verbindung zu Ihrer Bank hergestellt und Sie landen in Ihrem normalen Online-Banking. Zur Info: Wundern Sie sich nicht, dass Ihre Bank verlangen wird, dass Sie Ihre PIN im Online-Banking speichern. Das ist notwendig, um die Bankverbindung dauerhaft aufrechtzuerhalten. Bei der Kontenauswahl ist es wichtig, alle Konten auszuwählen, über die Geschäftstransaktionen laufen. Kurz gesagt, das Konto, von dem Sie Ihre Rechnungen bezahlen und auf dem Ihre Einnahmen eingehen. Umgekehrt sollten Sie vermeiden, diejenigen Konten auszuwählen, die privat sind und damit nichts mit Ihrem Unternehmen zu tun haben. Es hängt jetzt ein wenig von der Bank ab, wie schnell sie die Transaktionen an Tabula schickt. In der Regel dauert das maximal 1 Minute, bis diese Links im Reiter im Menü Bank zu finden sind. Sobald im Reiter Bank neue Aufgaben erscheinen, sehen wir, dass die Bank erfolgreich angebunden wurde. Sie können selbstverständlich beliebig viele Banken hier verbinden, indem Sie erneut auf Bank verbinden gehen. Und falls es eine weitere Person gibt, die Sie bei der Buchhaltung unterstützen, wie zum Beispiel ein Geschäftspartner oder das Sekretariat, dann empfehlen wir, dass auch diese Person eine Bankverbindung bei derselben Bank aufsetzt. Keine Sorge, es werden natürlich nicht erneut die Banktransaktionen importiert. Allerdings kann dann auch diese Person später Überweisungen aus Tabula direkt tätigen. Jetzt empfehle ich Ihnen, das Video kurz zu pausieren
und Ihre Bank zu verbinden. Nachdem wir nun die Bank angebunden haben, zeige ich Ihnen, wie Sie Ihre Belege, also Ihre Eingangsrechnungen und Ausgangsrechnungen, in Tabula hochladen. Hier gibt es nämlich ein paar Tipps, die Ihnen einige Stunden im Monat sparen können. Um Ihre Belege bereitzustellen, gehen Sie oben links in den Reiter Hochladen und hier haben Sie 3 Optionen. Die erste Option ist das händische Hochladen. Das ist besonders nützlich, wenn wir die Belege bereits auf irgendeinem Ordner auf unserem Desktop gesammelt haben. Dafür können wir einfach auf Dateien auswählen klicken, was Ihre Ordnerstruktur öffnet, oder alternativ können wir sogar die Belege einfach in dieses große graue Drag-and-Drop-Feld ziehen. Das Schöne hier ist, Sie haben hier eine digitale Shoebox. Das heißt, Sie müssen Ihre Belege nicht sortieren nach Eingangs- und Ausgangsrechnungen, sondern Sie können einfach alles hochladen und die KI kümmert sich dann um die Belegtypen. Die zweite Option ist die E-Mail-Weiterleitung und die empfehlen wir Ihnen unbedingt, denn die allermeisten Belege von Lieferanten werden bei Ihnen per E-Mail ankommen. Und die E-Mail-Weiterleitung erfolgt dann an folgende individuelle E-Mail und immer wenn Sie eine Mail von einem Lieferanten, die eine Rechnung im Anhang hat, an diese Tabula-Mail-Adresse weiterleiten, wird Tabula diesen Anhang nehmen und unmittelbar hier hochladen. Und diejenigen Unternehmen, die mit Tabula mit Abstand am meisten Zeit sparen, machen Folgendes. Sie erstellen sich bei Ihrem E-Mail-Anbieter eine eigene Buchhaltungs-Mail-Adresse. Also zum Beispiel sowas wie buchhaltung@firmenname.de. Und die hinterlegen Sie dann bei allen Lieferanten. Anschließend richten Sie bei Ihrem E-Mail-Programm für dieses E-Mail-Postfach eine automatische E-Mail-Weiterleitung ein an die Tabula-Adresse. Dadurch wird dann vollautomatisch jede Rechnung eines Lieferanten in Tabula landen, ohne dass Sie diese einzeln manuell weiterleiten müssen, was man ja auch schnell mal vergisst. Eine genaue Anleitung, wie Sie diese automatische Weiterleitung einrichten können, finden Sie auch nochmal in unserem Hilfecenter. Die dritte Option, die wir dann haben, ist der WhatsApp-Upload. Das ist ideal, wenn man mal unterwegs ist, zum Beispiel bei Bewirtungsbelegen, Kassenbons oder auch Tankbelegen. Sie können einfach das Handy aus der Tasche holen, den Beleg scannen und direkt an Tabula schicken. Das können Sie auch in 2 Minuten einrichten und so funktioniert das Ganze. Zunächst hinterlegen Sie Ihre eigene Handynummer und geben hier Ihren Namen noch an und klicken auf Hinzufügen. Anschließend klicken Sie auf den QR-Code und nehmen Ihr Handy in die Hand, öffnen Ihre ganz normale Kamera und halten die dann auf den QR-Code. Das öffnet WhatsApp direkt in einem Chat mit Tabula und dort können Sie dann auch direkt den Kontakt am besten speichern als Tabula. Dann finden Sie ihn auch später wieder. Dann können Sie im Chat mit Tabula direkt die vorgeschriebene Nachricht abschicken und dann erhalten Sie genaue Instruktionen, wie Sie am besten die Belege durchschicken. Ich empfehle Ihnen jetzt nochmal das Video kurz zu pausieren und mindestens 10 bis 20 Belege hochzuladen, ob per Mail, per WhatsApp oder dem manuellen Upload. Und vielleicht richten Sie auch gleich schon die automatische E-Mail-Weiterleitung ein. Übrigens, wundern Sie sich nicht, dass es einige Minuten dauern wird, bis die Belege fertig verarbeitet sind. Denn die KI erfasst nun jeden einzelnen Beleg, erkennt, welche Belege uns für die Buchhaltung noch fehlen, erkennt auch, welcher Beleg noch zu bezahlen ist, filtert Duplikate raus und stellt sicher, dass wir keine Vorsteuer verschenken, falls ein Beleg nicht den Anforderungen des Finanzamtes entsprechen sollte. So, auch ich habe die ersten Belege hochgeladen, die die KI bereits verarbeitet hat. Und die KI hat uns nun verschiedene Aufgaben gestellt, die wir jetzt erledigen werden. Die erste und eine der wichtigsten Aufgaben ist es, sicherzustellen, dass wir alle Belege hochgeladen haben, die unser Steuerberater benötigt. Das ist wichtig, weil fehlende Belege ansonsten für Ihren Steuerberater und für Sie mehr Aufwand und mehr Kosten bedeuten. Nochmal zur Erinnerung, zu Beginn haben wir unsere Bankkonten angebunden, wodurch Tabula einen Überblick über alle Banktransaktionen hat. Tabula gleicht nun unsere Belege automatisch mit den Banktransaktionen ab. Und tatsächlich sehen wir hier oben im KI-Report, dass Tabula in den letzten 7 Tagen 22 Banktransaktionen automatisch mit Belegen, die wir hochgeladen haben, verknüpft hat. Und das ohne, dass wir irgendwas machen mussten. Allerdings gibt es jetzt auch 5 Banktransaktionen, wo der Beleg fehlt. Und hier bekommen wir die Instruktion: Diese Belege fehlen, bitte lade sie hoch. Also arbeiten wir uns jetzt durch unsere offenen Aufgaben durch, mit dem Ziel, die Anzahl der Aufgaben so weit wie möglich zu minimieren. Zum Beispiel hier haben wir die Büromiete gezahlt, wofür der Beleg noch fehlt. In dem Fall denkt die KI aber gleich mit und schlägt vor, dass hier vermutlich kein Beleg notwendig ist, weil es sich um eine Dauermietrechnung handelt, wo wir nicht jeden Monat eine neue Rechnung bekommen werden. Wir prüfen das kurz und bestätigen den Vorschlag. Solche Vorschläge finden wir beispielsweise auch häufig bei Themen wie Lohnzahlungen,
Krankenversicherungsbeiträgen, Stromabrechnungen und so weiter. In der nächsten Transaktion ist ebenfalls noch kein Beleg zugeordnet, aber wir bekommen bereits einen schlauen Vorschlag. Hier müssen wir nur noch prüfen, ob der Vorschlag richtig ist und können dann die Zuordnung bestätigen. In dem Fall sieht das super aus und wir klicken auf Zuordnen. Und dann ist hier noch diese Supermarkttransaktion, bei der ein Beleg fehlt und den hatten wir tatsächlich vergessen hochzuladen. Die beste Vorgehensweise in dieser Situation ist jetzt, den Kassenbon rauszusuchen und dann hochzuladen, zum Beispiel über WhatsApp. Tabula würde den Kassenbon dann automatisch zusortieren. Alternativ ist es auch möglich, den Beleg direkt der Transaktion zuzusortieren, sofern er bereits auf dem Desktop liegt. Und damit ist die Aufgabe dann auch erledigt. In einigen eher seltenen Fällen kann es mal sein, dass Tabula einen Beleg nicht automatisch der Transaktion zuordnen kann, auch wenn er schon hochgeladen ist. Dann gehen wir auf Suchen. Dort sehen wir die Liste aller noch nicht zugeordneten Belege, wobei jene Belege weiter oben stehen werden, die am ehesten passen. Wir können immer auf das Augensymbol auch klicken und uns den Beleg nochmal anschauen. Und sofern es dann passt, kann der Beleg auch manuell zusortiert werden. Ich habe das jetzt hier bei Frobat gemacht und suche den einmal manuell zu. Der wird mir hier oben empfohlen und dann kann ich ihn zuordnen. Übrigens, sofern notwendig, können wir auch die Möglichkeit nutzen, mehrere Belege einer einzigen Transaktion zusortieren. Abschließend wissen wir bei dieser Transaktion, dass wir den Beleg leider weggeschmissen haben. Bevor ich das aber mitteile, habe ich noch eine Frage an den Steuerberater. Dafür klicke ich mich einfach in die Transaktion rein und gehe auf Kommentare und markiere dann hier meinen Steuerberater und stelle die Frage. Am Ende des Tages erhält dann mein Steuerberater eine Zusammenfassung aller meiner Kommentare per Mail und kann dann entsprechend antworten. Jetzt sage ich meinem Steuerberater noch kurz, dass ich diesen Beleg leider verloren habe. Dadurch klicke ich auf die 3 Punkte und markiere das als verloren. Das wollen wir natürlich so selten wie möglich machen, weil wir sonst Vorsteuer verschenken würden. Und damit haben wir aber unsere Aufgaben bei Bank erledigt und es ist sichergestellt, dass alle Transaktionen einen Beleg haben. Übrigens lernt die KI mit jeder Aufgabe, die wir erledigen, dazu und wird uns jeden Monat noch mehr Arbeit abnehmen. Ebenso wichtig wie die Vollständigkeit der Belege ist, dass wir die Rechnungen kontrollieren, die unsere Aufmerksamkeit noch benötigen. Das machen wir in den Ausgaben. Hier erhalten wir eine Übersicht von allen Rechnungen, die wir überprüfen müssen. Es gibt 3 verschiedene Aufgabentypen. Der erste Aufgabentyp sind die zu bezahlenden Belege. Tabula erstellt nämlich kontinuierlich eine Übersicht, welche Rechnungen zu welcher Frist noch gezahlt werden müssen, damit Sie Mahnungen zum Beispiel vermeiden können. Danach kann ich hier auch filtern. In diesem Fall legt Tabula nahe, dass ich diese beiden Rechnungen noch zahlen muss, weil es bei beiden Belegen erkennt, dass diese per Überweisung zu zahlen sind und beim Blick in meine Banktransaktion dazu noch keine Zahlung gefunden hat. Die Überweisung wird mir so gut es geht auch vorbereitet, indem der Zahlungsempfänger, der Betrag, die Zahlungsreferenz und die IBAN vorausgefüllt sind. Ich prüfe nun die gelben Felder, stelle sicher, dass auf zu überweisen gestellt ist. Falls ich später überweisen möchte, das Konto auswählen möchte oder ähnliches, kann ich das auch noch in weitere Zahlungseinstellungen machen und kann jetzt den Beleg als geprüft markieren. Dasselbe mache ich mit dem anderen noch zu zahlenden Beleg und in dem Reiter Überweisungen sind jetzt 2 neue Aufgaben erschienen. Und jetzt kann ich mit einem Klick eine Sammelüberweisung durchführen und beide Rechnungen begleichen. Der zweite Aufgabentyp sind Warnungen. Falls eine Rechnung falsch ausgestellt wird, erkennt Tabula dies nämlich und zeigt uns hier eine Warnung an. Das ist wichtig, weil bei fehlerhaften Rechnungen die Gefahr besteht, dass wir keine Vorsteuer zurückbekommen. Das passiert zum Beispiel, wenn die Steuer-ID fehlt, die Adresse nicht richtig angegeben ist oder das Unternehmen nicht auf der Rechnung steht. Das genaue Problem ist aber auch immer noch mal hier detailliert beschrieben. Und im besten Fall sagen Sie Ihrem Lieferanten sofort Bescheid, damit zukünftige Belege in diesem Fall auf Ihre richtige Anschrift ausgestellt werden und Sie keine Vorsteuer verschenken. Und falls Sie mögen, können Sie Ihrem Steuerberater auch kurz mitteilen, dass die Anschrift ab dem nächsten Mal korrekt hinterlegt ist. Das machen Sie hier bei den Kommentaren. Kommentar hinzufügen, dann können wir es als geprüft markieren. Der dritte Aufgabentyp sind Duplikate. Diese werden direkt rausgefiltert und hier angezeigt. Um die Duplikate zu prüfen, klicken wir auf den Beleg. Der schnellste Weg, ein Duplikat zu prüfen,
ist, indem wir die Belegdaten zwischen dem vermutlichen Duplikat und dem Original in der Tabelle vergleichen. Wenn alles übereinstimmt, können wir das Duplikat löschen. Und zuletzt verbleibt jetzt ein Beleg, nämlich hier ein Beleg von einem Blumengeschäft. Der ist stehen geblieben, weil Tabula zu dieser Ausgabe keine Zahlung in der Bank finden konnte und nun wissen muss, was damit los ist. Ich erinnere mich, dass ich diesen Beleg damals tatsächlich mit meinem privaten Konto gezahlt hatte. Diese Information ist wichtig für meinen Steuerberater, deswegen setze ich das Häkchen bei Privatzahlung. Damit weiß mein Steuerberater, dass es eine betriebliche Ausgabe war, die lediglich zunächst mit dem privaten Konto bezahlt wurde. Das ist weiter kein Problem. Wie bei den Ausgaben können wir in Tabula auch unsere Einnahmen im Blick halten. Alle Rechnungen, die wir an unsere Kunden gestellt haben, landen dann hier. Hier hat Tabula aktuell noch keine Aufgaben für uns. Uns dient es einfach als Übersicht. Abschließend haben wir hier noch eine Übersicht über jene Dokumente, die wir hochgeladen haben, aber als sonstige Dokumente kategorisiert wurden, weil sie weder Eingangsrechnung oder Ausgangsrechnung sind. Hier landen zum Beispiel automatisch Mietverträge, Versicherungspolicen und Bestellbestätigungen. Sollte doch mal eine Rechnung dazwischen landen, können Sie den Beleg jederzeit anpassen, indem Sie diesen oben rechts ändern. Dies ist auch der Ort, wo die Kanzlei Ihnen Auswertungen wie Ihre BWA zum Beispiel bereitstellen kann. Das ist im Ordner Auswertungen. Damit endet jetzt der Überblick zu Tabula. Sollten Sie Fragen bei der Benutzung später haben, können Sie jederzeit hier nach Hilfeartikeln suchen oder direkt das Team kontaktieren. Und jetzt wünsche ich Ihnen ganz viel Spaß bei der nächsten Buchhaltung.